Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo. Wer gut schmiert, der gut fährt. Und Sie erfahren, was hat es mit den Fetten so auf sich. Seien Sie gespannt. Was sind Fette? Was brauchen wir eigentlich? Wofür sind Fette überhaupt da? Es gibt ja verschiedene Internetforen, die sich mit unterschiedlichen Fetten beschäftigen. Das will ich jetzt nicht alles aufräumen, aber so ein paar Punkte möchte ich doch ganz gezielt und strukturiert hintereinander abarbeiten. Gesättigte Fettsäuren haben einen anderen Schmelzpunkt, der liegt höher. Die sind bei Raumtemperatur normalerweise fest. Nun sind wir nicht Raumtemperatur getriggert, sondern wir sind Warmblütler und haben so um die 37 Grad. Aber wir haben auch schon mal ganz schön kalte Finger oder ganz schön kalte Füße oder auch ganz schön kalte Ohren und weiß der Geier, wo es noch kalt wird. Und das bedeutet, dass diese gesättigten Fettsäuren dort natürlich die Verformbarkeit aller Gewebestrukturen inklusive der Durchblutung deutlich einschränken und damit eben auch zur Durchblutungsstörung führen können. Und deswegen können zum Beispiel im Eismeer, wo es ja nun wirklich eiskalt ist, die dortigen Lebewesen besonders gut leben, weil sie ganz viele ungesättigte Fettsäuren haben. Und das erkennen wir auch daran, wenn wir unseren Kühlschrank und unseren Speiseschrank mal durchforsten. Würden wir zum Beispiel ein hochwertiges Olivenöl in den Kühlschrank stellen, dann wird es fest. Haben wir ein Leinöl im Kühlschrank, bleibt es flüssig. Haben wir ein Borretschöl im Kühlschrank, bleibt es flüssig. Haben wir Fischöl oder Algenöl im Kühlschrank, bleibt es flüssig. Haben wir Butter im Kühlschrank, wird sie fest. Haben wir Kokosfett im Kühlschrank, wird es fest. Haben wir Butterschmalz im Kühlschrank, wird es fest. Das heißt, wir erkennen, dass ungesättigte Fettsäuren, je weniger ungesättigt sie sind, eben bei einer tieferen Temperatur, also bei mehr Kälte, fest werden. Und je mehrfach ungesättigter sie sind, umso länger bleiben sie auch bei kalten Temperaturen flüssig. Und damit ermöglichen sie unseren Membranen natürlich auch eine verbesserte Fluidität, also Anfassungsfähigkeit, Elastizität. Die gesättigten Fettsäuren haben den Vorteil, dass sie keine Doppelbindung haben und dass sie durch oxidativen Stress nicht aufgebrochen werden können. Das bedeutet, dass diese Fettsäuren, gerade dann, wenn ich eine hohe oxidative Belastung habe oder geringe antioxidative Kapazität im Gegenzug habe, mich davor schützen können, dass fettige Strukturen in meinem Körper, und das ist vorwiegend das Gehirn, einen oxidativen Schaden nehmen. Die gesättigten Fettsäuren sind erfreulicherweise gar nicht so lang. Dazu gehören zum Beispiel auch die mittelkettigen Fette. Und die lassen sich ohne Carnitin in die Mitochondrien importieren, sind also kürzer gleich C9, also 9 C-Aktome lang und können damit sehr gut der Fettverbrennung zugeführt werden. Zwischen C9 und C14 brauchen wir das Acylcarnitin und das L-Carnitin, um die Fettsäuren aus dem Zellinneren in die Mitochondrien hineinzubekommen. Und wenn sie noch länger sind, dann benötigen wir die Peroxisomen, um sie zu kürzen, damit sie diesen Weg gehen können. Und bei jeder peroxidativen Stoffwechselleistung entstehen natürlich auch oxidative Prozesse und die gilt es bei Patienten mit einer eingeschränkten antioxidativen Stressresilienz zu vermeiden. Und da kann es mitunter mal sinnvoll sein, mit mittelkettigen Fettsäuren zu arbeiten. Kurzfristig betrachtet ist das sicherlich okay. Langfristig müssen wir uns aber klar machen, dass ein großer Teil des Gehirns einfach aus essentiellen Fettsäuren besteht und die sind bekanntlich mehrfach ungesättigt. Aber leider ist das nicht alles. Wir haben natürlich in unseren Membranen neben den Fettsäuren auch noch die Phospholipide und bis auf das Eilecithin sind alle Phospholipide ungesättigt.
Und auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind ungesättigt. Und wann immer ich mit einem oxidativen Stress in Berührung komme oder ich zu viel Elektronen in meinen Mitochondrien freisetze, die ja konserviert sind in unseren Lebensmitteln und über unsere Stoffwechselprozesse freigesetzt werden, um dann letztendlich über die Elektronentransporteure in die oxidative Phosphorylierung, was also die Verbrennung mit Sauerstoff ist, eingeführt werden. Wenn dieser Weg nicht funktioniert, wenn die Elektronen also nicht wissen, wo sie hin sollen, dann erzeugen sie auch einen zusätzlichen oxidativen Stress. Und wenn man entsprechende Messungen macht, mitochondrial, dann kann man auch sehr schön sehen, wie viel von dem Sauerstoff wird für eine ATP-Bildung verwendet und wie viel Sauerstoff für ganz andere Prozesse. Und damit wir uns mit einer gesunden Ernährung mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht schädigen, müssen wir unbedingt die Antioxidantien dabei haben. Und dazu gehören im Wesentlichen die fettlöslichen Vitamine. Und es ist ein sinnvolles Paar, denn wenn wir hergehen und würden fettlösliche Vitamine für sich alleine genommen ergänzen, also eine Pille oder eine Kapsel mit Vitamin D oder A oder E oder K, dann können wir davon ausgehen, dass zu wenig Fett drumherum ist, um sicherzustellen, dass diese fettlöslichen Vitamine auch wirklich aufgenommen werden. Möglicherweise werden sie einfach nur durch den Magen-Darm-Trakt durchgeschoben. Hat man die aber in ein Öl hineingegeben, indem man sie entweder bei den Vitamin A-haltigen Lebensmitteln, die ja gedünstet sein sollen, damit die Zelle aufgebrochen wird, damit das Vitamin A sich freisetzen kann, mit Öl kombiniert, dann kriegt man es in einem natürlichen Speisenzubereitungsprozess auch verfügbar. Bei Vitamin D ist das schwierig, davon gibt es nicht so viel. Beim Vitamin K funktioniert das auch ziemlich gut. Und beim Vitamin E ist es oft so, dass man es tatsächlich auch in Speisen findet, die von Haus aus schon relativ fettig sind, also zum Beispiel in Nüssen. Würde man aber diese gesunden Öle, die man jetzt ja aufdreht und Luft reinlässt, und es wird immer weniger und jedes Mal kommt neue Luft rein und man verbraucht sie vielleicht doch nicht so schnell, wie man gedacht hat, dann führt es dazu, dass diese Öle ranzig werden. Dann riecht das Fischöl nach Fisch und dann ist das Leinöl bitter und auch der Geschmack des Borretschöls zum Beispiel, ja, das Öl mit dem höchsten Gamma-Linolensäureanteil, verändert sich. Und daher ist es ganz sinnvoll, wenn man für sich zum Beispiel eine verbesserte antioxidative Kapazität vorsieht oder aufgrund von Laboruntersuchungen weiß, dass man vielleicht einen Mehrbedarf an Vitamin A, E und K und D hat, diese fettlöslichen Vitamine direkt in eine Flasche zu geben, in der auch Öl ist. Jetzt kann man, wenn man labordokumentiert sagt, ich brauche Eicosapentaensäure, um die Entzündung zu hemmen und die Durchblutung zu verbessern. Ich brauche Docosahexaensäure, um den Blutdruck zu regulieren und um die Hirnfunktion zu stabilisieren. Ich brauche Alpha-Linolensäure, um etwas für die Haut und fürs Gehirn zu tun. Ich brauche Gamma-Linolensäure, um etwas für die Haut zu tun. Daraus soll der Körper die Homogamma-Linolensäure bauen, die gut fürs Hirn ist, die auch sogar krebsabtötend wirken kann. Und daraus baut der Körper in der Regel die Arachidonsäure, die als proentzündlich gilt, die aber auch essentiell ist, um zum Beispiel die Blutstillung mit anzuregen oder auch Prostacyclin zu bilden und auch um eine Schlafqualität über Prostaglandine in Gang zu setzen. Also alles hat seine Berechtigung, es muss halt nur balanciert sein. Und all diese eben aufgezählten Öle sind ungesättigt und müssen geschützt werden, weil sie sonst, wenn ich diese antioxidative Kapazität nicht berücksichtige, zu mehr Schaden führen können, als wenn ich nichts gemacht hätte. Und wenn ich dann eine dunkle Glasflasche habe, wo ich aus diesen Ölen, die ich laborchemisch für mich als notwendig oder Mehrbedarf gefunden habe, zusammenrühre und die dann auch mit einer für mich tagesaktuellen Menge an fettlöslichen Vitaminen verschwenke, dann habe ich, wenn ich davon jeden Tag meinetwegen einen Teelöffel nehme oder zweimal oder dreimal, eine gleichmäßige Versorgung des Körpers mit den essentiellen Ölen und
den fettlöslichen Vitaminen. Wenn ich das Vitamin E zum Einsatz bringe, was ja ein ganz wichtiges Antioxidant ist, dann muss ich auch seinen Redoxpartner, das Vitamin C, dabei haben. Und es ist nicht gut, wenn ich ganz viel Vitamin E habe und ganz wenig Vitamin C oder umgekehrt. Also muss ich schauen, dass ich beide ungefähr in gleichem Maße dabei habe und optimalerweise natürlich im Optimalbereich und auch nicht endlos drüber. Und es gibt eben auch nur eine bestimmte Menge an Vitamin C, die man pro Zeit aus dem Dünndarm aufnehmen kann. Und man kann es auch nicht lange irgendwo rumstehen lassen, weil Vitamin C lichtempfindlich ist und eben sehr schnell sich zerstört. Und daher ist es sinnvoll, mehrfach über den Tag kleine Mengen von Vitamin C zu sich zu nehmen, um damit auch einen gleichmäßigen Spiegel und eine gute Resorptionsfähigkeit im Dünndarm für sich auszunutzen. Wie viel man individuell braucht, kann man nur rausfinden, wenn man es laborchemisch begleitet. Ansonsten ist das ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Und dann kann man bei dem Vitamin E eben auch darauf achten, dass man möglicherweise die kurzwirksamen Tocotrienole nimmt und nicht die langwirksamen Tocopherole, die auch über einen ATP-Kanal gekoppelten Transportweg in die Zelle gebracht werden müssen, wo es also sehr wohl auch mal Stau auf der Datenautobahn geben kann. Und die Tocotrienole werden eben per Diffusion aufgenommen und haben eine sehr gute Studienlage, wenn es darum geht, zum Beispiel weiße Flecken im Gehirn wegzukriegen. Okay, auch das dauert 3 Jahre, aber es funktioniert. Und das sind ja Erscheinungen, die man als Mikrodurchblutungsstörung, als Glioseherde oder auch kleine Entzündungsherde wahrnimmt, wie man sie auch bei der Multiplen Sklerose kennt, aber genauso bei der Altersdemenz oder eben auch als Zufallsbefund bei MRT-Aufnahmen des Gehirns, um zu schauen, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten und die therapeutisch seltenst konkret angegangen werden. Und wir haben die Option, wenn man unterschiedliche Aufbereitungen und Zusammensetzungen von Tocotrienolen nutzt, eben auch Vorteile zu haben, die im Zusammenhang mit Brustkrebs oder mit Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auch Prostatakrebs in Studien schon gut beschrieben sind und was man dann, wenn man schon vorher im Optimalbereich liegt, in der Wahrscheinlichkeit, dass so eine Erkrankung auftritt, vermutlich reduzieren kann. Bei den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren handelt es sich ja um essentielle Fettsäuren, insbesondere wenn wir die EPA und DHA, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure nehmen, als auch die Linolsäure, über die der Körper dann ja die Gamma-Linolen, Dihydrogamma-Linolen und Arachidonsäure baut. Und die bauen sich in alle Zellmembranen ein und stehen dort für die dort arbeitenden Enzyme, in der Regel die Phospholipase A2, zur Verfügung. Und wenn die dann arbeitet, zum Beispiel für die Arachidonkaskade, greift sie auf das zu, was drin ist. Und da ist es wichtig, dass wir bei den Omega-3 zu den Omega-6-Fettsäuren eine Balance haben. Wenn wir zu viel Omega-6 haben, dann haben wir vielleicht zu viel Entzündung. Und wenn wir zu viel Omega-3 haben, dann haben wir unter Umständen eine Blutungsneigung, weil das Blut zu dünnflüssig wird. Und kaum ratschen wir uns, blutet es nach. Führt aber auch dazu, dass wenn wir es richtig dosieren, also solche Dinge wie Cyclooxygenase-2-Hämmer, also sowas wie Acetylsalicylsäure, was ja die Thrombozyten hemmen soll und auch tut und das in der Regel irreversibel macht, eben auch über solche Wege mit der richtigen Fettzusammensetzung erreichen können. Dass Eicosapentaensäure antientzündlich wirkt, hatte ich schon gesagt. Aber sowohl aus der Eicosapentaensäure als auch aus der Docosahexaensäure kann der Körper sogenannte Specialized Pro-Resolving Mediators bilden. Was ist das denn? Da geht es um Fortentwicklung oder Weiterentwicklung dieser Fettsäuren zu entzündungshemmenden Folgeprodukten. Man spricht von Lipidmediatoren und im Englischen eben Mediators. Und Pro-Resolving heißt übersetzt ins Deutsche, dass es darum geht, eine chronische Entzündung zur Ausheilung zu bringen. Und dafür nutzt der Körper körpereigene Substanzen wie Resolvine, Protektine und Maresine. Ja, es können sogar Endokannabinoide entstehen.
Und solche Produkte entstehen, wenn wir gut versorgt sind mit diesen essentiellen Fettsäuren und nicht nur ausreichend. Und wenn wir unter Umständen durch einen dosierten oxidativen Stress, wie wir es mit der intravenösen Sauerstofftherapie in Proof of Principle Maßnahmen auch schon belegt haben, erreichen, dass die sich vermehrt bilden können und es auch tun. Und im Zusammenhang mit der Wirkung auf die Abwehr von Viruserkrankungen oder auch bakteriellen Erkrankungen oder Infektionen, wo wir im Grunde genommen die Immunzellen stimulieren müssen, gibt es gut belegte Studien, die genau diesen Zusammenhang auch zeigen. Also die Pro-Resolving Mediators sind ja dafür da, dass sie die proentzündlichen Botenstoffe reduzieren und auch die Zytokine, die notwendig sind, um Zelltrümmer abzuräumen, zu fördern. Und so sehen wir, dass die proentzündlichen M1-Makrophagen, die eine Entzündung erzeugen, um möglichst schnell und aktiv sozusagen die Krankheitserreger abzutöten, dann durch diese Pro-Resolving Mediators auch in die M2-Makrophagen umgewandelt werden und damit sozusagen diesen chronischen Entzündungszustand, um den es hier handelt, in den Resolving-Zustand, also in den ausheilenden Zustand zu switchen. Und das hat sich sowohl bei Viruserkrankungen als auch bei bakteriellen Erkrankungen in Studien gezeigt. In neuen Studien sieht man, wie das Protectin D1, also auch ein Pro-Resolving Mediator, um seine Wirkung zu verwirklichen, darauf angewiesen ist, dass er mit ausreichend Vitamin A, C, D und B versorgt ist. Und das bedeutet, dass man hier nicht monokausal gucken darf, sondern auch hier die Dinge, die ich eingangs schon erwähnt habe, aus ganz anderen Gründen, nämlich um die Fette zu stabilisieren, auch hier antioxidativ einsetzen muss, um eine gute immunologische Antwort auf uns bedrohende, zum Beispiel Covid-19-Infektionen zu entwickeln. 2015 gab es eine sehr gute Dissertation, also Doktorarbeit, wo genau darauf geachtet wurde, wie bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung durch den zusätzlichen Einsatz von diesen Pro-Resolving Mediators eben ganz signifikant das Entzündungsausmaß dieser chronisch-systemischen Erkrankung reduziert werden konnte, indem es nämlich unter den Pro-Resolving Mediators gelingt, die M1-Makrophagen, die proentzündlichen, in die M2-Makrophagen antientzündlich zu verwandeln, gelingt es auch, die übermäßige Aktivierung der TAK1, also der TGF-Beta-Activated Kinase, zu reduzieren und darüber zu erreichen, dass die systemische Entzündung im Körper sich deutlich reduziert. Warum wirkt die intravenöse Sauerstofftherapie förderlich auf die Bildung der Pro-Resolving Mediators? Um aus den essentiellen Fettsäuren, also dem Fisch- oder Algenöl, die Pro-Resolving Mediators bauen zu können, bedarf es der Aktivität der 15-Lipoxygenase 1. Und die wird bei einer ganzen Reihe von Menschen nicht ausreichend exprimiert oder gebildet oder aktiviert. Man muss also irgendeinen Reiz setzen, damit die Bildung dieses Enzyms angeregt, induziert wird. Und da zeigt sich, dass gerade die eosinophilen Granulozyten dieses Enzym beheimaten. Und bei der intravenösen Sauerstofftherapie erreichen wir einen Anstieg der eosinophilen Granulozyten im Laufe der Zeit. Und wie Proof of Principle Studien zeigen, auch einen Anstieg der Aktivität der 15-Lipoxygenase 1. Und über genau diesen biochemischen Weg können wir eben zeigen, dass die vorsichtig angewendete intravenöse Sauerstofftherapie über die Vermehrung der eosinophilen Granulozyten und die Aktivierung der 15-Lipoxygenase 1 schlüssig belegen kann, warum die auch gemessenen vermehrten Pro-Resolving Mediators bei nur gegebenen essentiellen Fettsäuren und nicht schon vorgefertigten Pro-Resolving Mediators, die es ja auch mittlerweile schon käuflich zu erwerben gibt, erreicht wird. Es lohnt sich also, nicht nur eine optimale Versorgung zu erzeugen, sondern auch zu überprüfen, inwieweit der Körper in der Lage ist, daraus die Produkte zu bauen, weswegen wir sie geben, und dem Körper eine Unterstützung zu geben mit entsprechenden therapeutischen Maßnahmen, dass er die Fähigkeit bekommt,
diese notwendigen Enzyme auch zu bauen. Besonders wichtig ist das bei allen chronischen Entzündungen, bei allen Autoimmunerkrankungen und natürlich auch bei allen Burnout-Patienten, weil am Ende natürlich eine nicht enden wollende Entzündung auch zu einer mitochondrialen Dysfunktion führt und damit letztendlich die Wurzel jeglicher Regeneration ausnockt. Ich hoffe, das war heute nicht zu kompliziert und die Bilder werden Ihnen ein bisschen die Sache auflockern. Ansonsten schreiben Sie die Fragen in den Kommentarbereich. Ich sehe dann zu, dass Sie auch Antworten bekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse.